Warum muss man in so ein Spiel diese ganzen Scheiß-Aspekte reinbauen? Kann man das mal einer erklären? Ich meine, warum brauche ich denn so einen Scheiß wie, keine Ahnung, Essen und Schlafen und so? Das ist also ganz, ganz toll. Aber GTA macht das A tausendmal besser. B zwingt GTA eigentlich dafür und gibt einem damit noch mehr Freiheit, als man ohnehin schon hat bei GTA, ja? Und, einfach nein. Das ist einfach nicht cool. Das ist öde, langweilig, nimmt den Spielfluss raus. Also das ist echt scheiße mit dem Essen und so weiter. Geschlossen? Warum denn geschlossen? Verstehe es nicht. Ach, bestimmt geschlossen, weil die alle jetzt zu der Versammlung gehen, ne? Ja. Hier sind nämlich alle Bewohner, sind nämlich, glaube ich, bei der Veranstaltung. Dann so ein scheiß Häuschen, wo wir jetzt auch hinfahren. Und genau darum können die bestimmt nicht ihre Läden unterhalten. Was natürlich im einen Aspekt des Geldverdienens ziemlich doof ist. Also ich sag mal... Ja, sicher. Ich sag mal, wir rauben die ja quasi gerade schon so ein bisschen aus, ne? Kann ich hier querfeldein eventuell? Oh, gib ihm. Jawohl. Weiter geht's. Turbo. Übers Feld heizen. Wuhu. Schneller. Schneller. Wumm, Absperrung, scheiß drauf. We are from the FBI, so we can do everything what we want, cause we are really cool. We are badass motherfuckers. So. Und driften. Hat gut funktioniert. Suspect. Oh. Alles gut. Das FBI bezahlt. Ich war's nicht. Das FBI. Du weißt schon. FBI und so. Ey, da waren Harry und Michael. Hammergeil. So, was geht jetzt hier in die krasse Halle ab? Das interessiert mich schon. Im Greenvale Community Center. Das Mercury Theater. Greenvale Community Center. Die Musik ist trotzdem ziemlich geil irgendwie. That's an impressive building. Clock Tower is impressive too. Der Uhrturm. Ah, und über alle fliegen herum, weil ich dreckig bin. Ich müsste mich mal waschen. Mit ein bisschen Glück gibt es ja in dem Community Center auch Baderäumlichkeiten. Ich höre die Musik und ich kann nicht anders. Ich muss mitgehen. Mein ganzer Körper bewegt sich mit dem Groove. Oh, Versammlung. Sieh mal, guck. Zach, I haven't been on stage like this since elementary school. I'm not some tree in the wind this time either. That was a tough role. That was a piece of scenery. Bright red tree. Ein hellroter Baum. Thank you all for coming today. Danke, bitte. Getting right down to business. Agent Morgan from the Federal Bureau of Investigations wishes to speak with you. Good afternoon. I'm Special Agent Francis York Morgan. Wie Thomas daneben sitzt, das ist so Some of geil. you are already aware by now of the tragic murder of Anna Graham. Truly a heinous, terrible crime. I've come to this town to solve the murder of this young, beautiful girl. And to bring the one responsible to justice. Und um Emily zu vernaschen, vergiss Emily nicht. Emily ist sehr essentiell für den Fall. Der hat voll dicke Backen. Dicke Backen. I asked to have you gathered here so I can share some advice in order to minimize the risk of further fatal incidents. Firstly, please, stay away from any dark, dangerous, isolated places. Sollte man generell machen. Was für ein Tipp bist ein Held. Especially of Anna's age. Please, guide your children away from such places at all costs. Secondly, avoid going out when it is raining. Now, I've heard the folklore story of the
Raincoat Killer. Der Raincoat Killer. There is a chance that the murderer is mimicking the story. Women should also be especially careful. I would hate to see more victims. Hallöchen! Wer ist sie denn bitte? Carol McLean, Barbesitzerin und Sängerin. Barbesitzerin, die Barnutte. Wuhu! Barschlampe, 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 geiler Scheiß. Who's the fashionably late one? That's Carol, Thomas's sister. She owns a bar. Thomas's sister. Aha, aha, aha. Excuse me. So, as I have said, avoid going outside when it is raining. Young women should be especially careful. Report anything or anyone suspicious immediately. The murderer will be caught and brought to justice. But you must all remain on guard until we do so. That's all I have to say. Thank you. Na gut. Hast doch alles aufgeschrieben, Thomas? Guter Mann. Oh, da ist schon wieder Graf Dracula. Harry. Beziehungsweise Mrs. Stewart. Schönes Bild eigentlich so. When paying for our sins, we must not frown. The loss of Anna was for that debt. When purple fog covers our town, we'll all wander in hell, I fret. So says Mr. Stewart. Mr. Stewart, Harry Stewart, Graf Dracula. Ein guter Mann. Oh, da steht Kaffee auf der Armlehne. Finde ich gut. Die möchte ich doch bitte gleich einsammeln. Die Kaffeebecher. Sure knows how to steal thunder. Well then, Zach. Let's ask some questions before all these guys leave. Ja, vor allem, wie kommen die denn mit nach Hause? Ist doch gerade am Regnen. Und die dürfen bei Regen ja nicht nach draußen gehen. Somit sind die momentan alle schön hier und gefangen und so, ne? Also, Thomas, da unten ist Emily. Da ist der besagte Kaffeebecher. Reden wir mal erst mit Georgie. Agent Morgan, here's your chance to get to know some of the townsfolk. Don't let it go to waste. Werde ich tun. Ich müsste auch, wie gesagt, eigentlich mal, naja, duschen. Agent York, your words really made me think about Anna's death again. How could one do such a terrible thing? I'm still in shock. Thomas, I forgot to ask. You don't have a tattoo on your back, do you? Tattoo? I do, actually. But why? Could you show it to me, please? What? Now? Here? Yes, please. This is vital for our investigation. Okay. If it's gonna help you any. Das ist so creepy eigentlich. So, was hat er denn auf dem Rücken? Jetzt kommt's, pass auf. Ein wunderschöner Schmetterling. Ein Eichhörnchen. Well, I'm wondering who G is now, but aside from that... Did it tell you anything? It told me that you didn't kill Anna. Of course not. What are you saying? You want to see that tattoo, Zach? A big heart with an arrow through it and Love G in the center. I don't know when he got that done, but we've all been through the 80s. Through the 80s, ja. Love G. Wer ist G, meine Freunde? Vielleicht Gott? Quite a performance. Mysterious and very poetic.
but I don't think many of your audience appreciated it. Mr. Francis York Morgan, the purple fog appears with rain, soiling and ruining our town. The evil does not drain. Find out why the town is soiled. Remove the source from which it boiled. Then and only then your case is solved. But for this to happen, to solve the crime, the proper must do the proper at the proper time. It is not yet mine, that is, Mr. Stewart's time, not mine. But if you, Mr. York, find the right timing to chat with me, that is, with Mr. Stewart, may that be. Informative and fruitful, you will see. So says Mr. Stewart. So, Harry, you know something. But there's some reason why you can't tell me yet. Is that what you're trying to say? Cut the poetic rubbish, Harry, and tell us what you know. We could force you to talk, you know. Mr. Francis York Morgan, pay close attention to the signs, the omens, and the premonitions. Small they may be, they still are finds, and helpful to your investigations. So says Mr. Stewart. Thanks for the warning, Harry. But don't worry. Me and Zach, we know what we're doing. Okay, sagen wir mal, okay. Gut. Wir nehmen es mal so hin. Kaffee schwarz, gib ihm 3,9 her, damit wir sind durstig und, ja. Gut, dass wir aufgeschlafen haben. Hier sind überall noch Leute. Interessant, interessant, interessant. Und natürlich, Emily. Starren wir sie nicht an. Oh, doch, wir wollen starren. Hallöchen. So, Emily, was hast du? Sag an. Agent York, are you finished asking questions yet? When you're done, let me know. We'll all get dinner. Danach können wir alle essen gehen am Arsch. Du und ich, Emily. Du und ich. Just do it too. Da war gerade irgendwo observieren. Achso, wahrscheinlich hier, ja. Die einzelnen Bürger observieren. Das ist ja relativ... Ist mir ja ziemlich egal. So, wo geht's denn da hin ins Gemeindehaus? Weiter tiefer vordringen, würde ich mal sagen. Dadam, 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 dam, dadadadam, dadam. Thomas. Emily. Suspects. 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 Irgendwelche Leute. Da hinten ist ein Waffenkasten. Auch gut. Wer ist hier hinten? Carol McLean. Gucken wir doch mal. Wer ist denn Carol McLean? Ach, ist das die Bar-Dings? Zigarette. Ist natürlich doof, dass wir jetzt gerade so verrucht und scheußlich aussehen, möchte ich meinen. Da müssen wir jetzt wohl durch. Hallo, Carol. Carol. Ich mache mit dir französische Liebe, wie du noch nie gesehen hast zuvor. Carol. Rauche mit mir eine gemeinsam am Strand. Anna was an airhead. What do you mean? Are you saying she was killed because she was an airhead? Or are you saying that she was an airhead for being killed? I'm sure she's still an airhead even in heaven. She changed her hair every day. If she lost a pound, she'd be ecstatic. Gain one and she'd almost be in tears. She broke many, many plates every day at the diner, and she'd always have a smile on her face. Always having fun. Everyone looked at her and knew she was a cute, adorable, loving airhead. But they would be smiling right along with her. I wouldn't be surprised if the angels smiled with her too. Die liebe kleine Anna. Boah, sieht schon ein bisschen scary gerade aus. Mit den Augen und so. Na gut. Isaac and Isaiah said that Anna was a fairy of the forest. A goddess. Offensichtlich tief betroffen. Ey, wir haben doch auch ein paar Brummer um uns rumschwören. Ohne jetzt, das sind ja richtige Mistviecher.
Gut, gehen wir mal weiter. Hier auch ein bisschen Money noch einsammeln. Dankeschön. Hello, Cowboys. Do you want to watch a film? Vielleicht Brokeback Mountain? Ihr beide? Wir zusammen? Zu dritt? Brokeback Mountain? Filmnacht? Komm schon.